Jetzt ist alles wieder perfekt. Ja, Mensch, wie du von ihr schwärmst, die Sternchen in deinen Augen. Ich hab mich in sie verliebt. Ja, wir führen weiter eine lockere Affäre, wenn du das meinst. Ich bitte dich, so blendend, wie der Kerl aussieht. Und er scheint ja auch noch andere Qualitäten zu haben. Eine Dame genießt und schweigt. Du glaubst, dass du keine Gefühle für mich hast? Das wird sich ändern. Das verspreche ich dir. Wenn du noch mal so nahe kommst, kriegst du es mit mir zu tun. Stopp! Aufhören, Mann! Es ist zu spät. Du hast meiner Schwester das Herz gebrochen. Mir auch. Und jetzt will ich einfach nur noch, dass du mich in Ruhe lässt. Was hältst du denn davon, wenn ich dich zur Mittagspause abhole? Klingt gut. Wir könnten uns einen Burrito holen. Wir könnten aber auch einfach im Büro bleiben, die Jalousien runterdrehen und die... Dafür würde ich jeden Burrito stehen lassen. Und dann bis später, Liebling. Bis später, Schatz. Sieht so aus, als wäre das mit Caro und im Hausmeister was Ernstes, hm? Ja, das geht uns aber nichts an. Die Arbeit wartet. Seht ihr zwei das vielleicht anders? Mach dich mal locker. Bis später. Bis später. Scheißtag. Wow, nicht schlecht. Und hier triffst du dich gleich mit Charlie, um eure nächste Kollektion zu besprechen. Nein, mit Charlie treffe ich mich gleich bei ihr zu Hause. Ich bin nur hier, um kurz was mit Rebecca zu besprechen. Also wenn es nicht zu lange dauert, dann kann ich gerne warten. Du, Ben, ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Aber das war sehr nett, dass du mich hierher begleitet hast. War mir wie immer ein Vergnügen. Rebecca, wir sind noch nicht fertig. Du kannst die Kollektion nicht einfach canceln. Dazu hast du kein Recht. Sagt wer? Sage ich. Und wer weiß, ob Hagens Nachfolger dich überhaupt weiterhin als Geschäftsführerin bei LCL einsetzen wird. Wen denn sonst? Außerdem bin ich gerade noch Chefin. Entschuldige mich, Ben. Ich muss da mal kurz was klären. Ja, schade eigentlich. Ich wollte dich gerade um eine Führung bitten. Ja, dann sei doch so nett und frag die Empfangsdame, ob sie dich rumführt. Seid ihr von Sinnen? Noch weiß niemand über Hagens Rücktritt Bescheid und das soll auch so bleiben. Maxi darf als Einzige alles mitnehmen. Aber welche Altlasten sollte er in seinem Alter auch schon aussortieren? Meinst du, er wird uns jedes Wochenende besuchen? Wer? Ricky. Also jedes Wochenende sicher nicht, aber wieso denkst du gerade an ihn? Nur so? Du bekommst eine Vertragsverlängerung für 5 Jahre und willst nicht unterschreiben und stattdessen auf Mallorca noch mal ganz von vorne anfangen? Sag mal, geht's noch? Das mit Mallorca ist ja überhaupt noch nicht spruchreif. Und außerdem muss ich jetzt hier weitermachen. Wolltest du nicht Flyer verteilen? Irgendwas? Ich weiß ganz genau, dass du jetzt sagst, dass es mich nichts angeht, aber du hast dich in Jessica verknallt und anstatt es ihr zu sagen, haust du ab. Sag mal, wann bist du denn so feige, hä? Jessie, wenn zwischen Ricardo und ihr wieder irgendwas läuft, dann kannst du mir das ruhig sagen. Ich bin mit Hagen zusammen. Wie kommst du darauf? Vielleicht die Art und Weise, wie ihr in letzter Zeit miteinander umgeht? Ja, es wäre fast was zwischen uns gelaufen, okay? Aber ich wollte nicht. Weil ich kein Trostpflaster für ihn sein will, verstehst du? Wann war das? So vor 2 Wochen. Du hattest so viel Stress mit Hagen und so. Und außerdem haben wir das schon geklärt. Es ist alles gut. Hast du dich wieder in ihn verliebt? Hast du mir gerade nicht zugehört? Ich hab dir doch gesagt, das ist alles gut. Das mit Ricky und mir, das ist vorbei. Spätestens seitdem Onkel Justus mich hypnotisiert hat. Außerdem verliebe ich mich nicht mehr in Typen, die mich nicht lieben. Wenn das mal so einfach wäre. Wie auch immer die Wahl von Hagens Nachfolger am Ende ausgehen wird. Bis dahin wirst du dich mit Tanja arrangieren müssen. Du weißt doch selbst am besten, wie schwer das ist bei Tanja. Jetzt wartet doch mal ab. Vielleicht sagst du ihr ja bald, wo es lang. Ja, bei dem Gedanken fällt mir der Umgang mit ihr schon viel leichter. Danke für den Tipp. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss.
Nanu, du bist ja noch hier. Ich habe gerade eine sehr interessante Führung bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass dir sowas hier gefällt. Mir gefällt doch alles, was mit dir zu tun hat. Lass uns noch ein Stück zusammengehen, bevor ich mich mit Charlie treffe. Ja? Warum lässt du deinen Termin nicht einfach sausen? Also ich wüsste da wesentlich spannendere Alternativen. Das klingt verlockend, aber leider nein. Ach du meine Güte. Die Presse will mehr über Hagen von Lahnsteins angeblichen Rücktritt wissen. Na, großartig. Oh, weil hier niemand diskret mit solchen Informationen umgehen kann. Herrgott, noch mal. Ich kann doch da jetzt unmöglich rausgehen. Die fallen doch über mich her, wie die Hyänen. Oh Gott, vor Königsbrunn werden die auch schon warten. Mit Sicherheit. Deswegen kommst du jetzt erstmal mit zu mir. Nein. Vertrau mir. Vertrau mir. Alles gut. Natürlich glaubt sie mir nicht, dass ich es jetzt ernst meine, so wie ich sie damals mit Dana abserviert habe. Aber was rede ich da überhaupt mit dir drüber? Hab ich doch gesagt. Jessie glaubt, sie ist nur ein Trostpflaster. Ja, aber das ist sie nicht. Und genau das ist der Punkt. Sag es ihr, bevor es zu spät ist. Oder willst du alleine auf deiner Finca hocken und dich von einer klapprigen Haushälterin rumkommandieren lassen, hä? Jemand wie Jessica läuft dir nicht nochmal über den Weg. Vor allem nicht in deinem Alter. Das war's gut bei mir. Selbst wenn ich mich verliebt hätte, dann würde es gar nichts ändern, weil er nur Spaß haben will. Woher weißt du das? Weil es nie anders war. Eine SMS von Ricky. Willst du mit mir essen gehen? Vielleicht hat es ja was zu bedeuten. Ja, dass er eine Abschiedsnummer mit mir schieben will. Vielleicht auch nicht. Aber wenn du nicht hingehst, wirst du es nie rausfinden. Du hast für Caro gesungen? Hier, vor den ganzen Mitarbeitern? Ach Mann, wo war ich denn da schon wieder? Oh. Ist wohl nicht so richtig gut angekommen, oder? Sei froh, dass du nicht dabei warst. Ich wäre am liebsten auch nicht dabei gewesen. Und ich glaube, sie fand nicht nur den Auftritt total daneben. Aha, was denn sonst noch? Ach, ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit... So, dann kümmere ich mich um dieses Ding nochmal. Die Kaffeemaschine ist seit gestern im Arsch, das ist dir schon klar, oder? Ja, ich weiß. Und ich dachte auch schon, das Problem gefunden zu haben. Aber dem ist offensichtlich nicht so. Ja. Wahrscheinlich warst du einfach abgelenkt. Ja, vielleicht. Vielleicht sind deine Hände an Klos und Kaffeemaschinen besser aufgehoben. Tore, wollten wir nicht mal über dein neues Konzept sprechen? Wir können die Sache auch abkürzen und direkt rausgehen. Oh ja, sehr gern. So, jetzt ist mal Schluss mit der Kinderkacke hier. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Hey, Ich brauche Werkzeug. Mann. Tore, die Kunst besteht darin, einmal mehr aufzustehen, als hinzufallen. Sonst wäre ich heute noch nicht mit Tanja zusammen. Ja, natürlich werde ich um Caro kämpfen, aber die ist mindestens genauso stur wie ich. Und ich habe sie schon sehr verletzt. Dann solltest du ihr vielleicht mal zeigen, was sie dir bedeutet. Und zwar nicht mit irgendeinem lächerlichen Liedchen, sondern mit irgendwas, was euch wirklich verbindet. Bei Tanja und mir waren das Hotdogs. Hotdogs? Ja, Hotdogs ist doch egal, oder? Worauf es jetzt ankommt, ist, du musst bei Caro den Knopf finden. Und wenn du den gefunden hast, dann ist der Rest ganz einfach. Stimmt. Eigentlich ganz einfach. Meine Herrschaften, hat man Sie denn gar nicht darüber informiert, dass die Pressekonferenz im Hotel Pridurki stattfindet. Pridurki ist übrigens russisch und heißt Idiotin. Das ist ja großartig. Oh Gott, und wie die gelaufen sind, wie die Lemminge. Wunderbar. Denn du hast mich gerettet. Du überrascht mich immer wieder. Das ist der Sinn der Sache. Da drüben.
Da habe ich übrigens mal gewohnt, als ich noch Kunstgeschichte studiert habe. Ach komm, das gibt's ja gar nicht. Ich wohne auch in der Straße. Was? Das nenne ich Zufall. Ja, ich habe mir da eine möblierte Wohnung gemietet. Solange wie ich hier zu tun habe. Ich habe in einer WG gelebt damals. Da wolltet ihr bestimmt die Welt verändern. Ja, das wollten wir. Aber während einer Studienreise in die USA habe ich mich dann unsterblich verliebt und dann bin ich schließlich ganz ausgewandert. Wie romantisch. Ja, das war sehr romantisch. Aber statt die Welt zu retten, bin ich Geschäftsfrau geworden. Und mit meiner ersten eigenen Kosmetikfirma hat dann alles angefangen. Und heute leitest du deine eigene Dessous-Firma. Ja. Damit rettest du vielleicht nicht die Welt, aber so manche eingeschlafene Ehe. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Danke. Ach so, ja, der zweite Versuch war dann sehr, sehr gut. Dana und Hagen haben sogar gesagt, dass sie noch nie so gutes Risotto gegessen haben. Im Übrigen bist du eigentlich der Einzige, der mir das immer noch nicht richtig zutraut. Deswegen lädst du mich ja auch lieber zum Essen ein. Unsinnig. Ich hatte nur so das Gefühl, dass ihr vielleicht lieber unter euch sein möchtet. Das ist wegen Hagen, oder? Jetzt hör doch mal mit Hagen auf. Okay. Jessie, du verstehst da immer noch was falsch. Es geht nicht um Dana und Hagen, es geht nur um dich. Also doch, weil ich gekocht habe. Nein. Hey, weißt du, was ich mir überlegt habe? Lass uns doch die nächsten 5 Jahre einfach überspringen. Was für 5 Jahre? Das ist unser Pakt. Wenn wir in 5 Jahren noch nicht verheiratet sind, dann heiraten wir und kraulen uns gegenseitig die Füße. Wir könnten doch jetzt schon so tun, als wäre jetzt schon 5 Jahre später. Also wenn ich das richtig verstehe, willst du mir jetzt schon die Füße kraulen? Natürlich nicht. Also, ja, auch. Aber ich will mehr. Meinst du es ernst? Ricky, ich dachte, wir hatten das geklärt. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht nur so ein Sex-Toastpflaster für dich sein will. Wir haben gesagt, dass wir Freunde sind. Und ich verstehe nicht, warum du das jetzt einfach so leichtfertig kaputt machen willst. Jessie, du verstehst mich da völlig falsch. Ich... Ja, wir sind Freunde. Und das Einzige, was in nächster Zeit vielleicht mal sein wird, dass du uns ab und zu mal besuchst, Maxi und mich, und dass ich dir dann Knut vorstelle. Und das ist dann auch gut so, weil mehr ist da nicht. Wer ist Knut? Ach Gott. So ein Meta-Ding. Metapher. Ja. Jessie, ich will keine Freundschaft gefährden. Ich versuche dir gerade Entschuldige mich. Ich glaube, das mit dem Essen ist nicht so eine gute Idee gewesen. So. Hier sind wir. Das ist doch nicht möglich. Gleich hier. Ja? Du sagst mir jetzt aber nicht, dass dein Apartment Im ersten Stock. Also von den 3 auf der Etage ist meins das mittlere? Ganz genau. Nein. Na komm. Jessica. Falls du Kim suchst, ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Was machst du denn hier? Was wohl? Ich warte auf den nächsten Manikürtermin. Ich dachte, du bist mit Ricardo verabredet. Woher weißt du das? Er hat's mir gesagt, weil... Mann. Ist wohl scheinbar nicht so gut gelaufen, hä? Hat er dir auch erzählt, wie er mit mir Sex haben will? Ich
Ich habe ihm gesagt, dass er sich das abschminken kann. Endgültig. Denn ich bin für sowas nicht mehr zu haben. Okay, du dachtest also, dass Ricardo nur mit dir in die Kiste will, ja? Was denn sonst? Ich wollte doch nie was anderes. Bist du verliebt in ihn? Nein. Falls doch, solltest du schnell mit ihm reden, bevor er seine 7 Sachen packt und zurück nach Mallorca fliegt. Ricky geht nach Mallorca. Wenn du mit Maxi an die Nordsee ziehst, hält dir nichts mehr hier. Warum hat er dann nichts gesagt? Vielleicht, weil du ihn nicht hast ausreden lassen. Ihr solltet noch mal sprechen. Hm? Schick. Sehr schick. Ja, wenn alles zu perfekt aufeinander abgestimmt ist, dann verliert es an individuellem Charme. Ihr hattet ihn bestimmt auch hier. Ja, Apfelsinenkistenschaum. Aber das hat uns nichts ausgemacht, weil die Dinge, von denen wir geschwärmt haben, die haben wir uns als Studenten sowieso nicht leisten können. Da, das war mein Zimmer. Es war unmöglich gelegen. Ich habe immer gehört, wann wer mit wem nach Hause gekommen ist. Oh Gott, die Tür. Diese Tür, die hat nie richtig geschlossen. Nie. Oh, das ist aber gar nicht gut. Vor allem, wenn man mal ungestört sein will. Ungestört? Nein, das war man hier nie. Die Wohnung war immer voll mit sehr ernsthaft diskutierenden Menschen. Und es gab immer einen Anlass für eine Party. Da wäre ich ja zu gern dabei gewesen. Ja. Komm, erzähl mir noch ein bisschen von deiner wilden Zeit. Was soll ich da erzählen? Also, wie das früher üblich, also heute ja auch noch üblich ist, das Wichtigste hat sich immer da in der Küche abgespielt. Ich erinnere mich noch an den Abend vor meinem Auszug. Wow. Da haben meine Mitbewohner für mich eine Abschiedsparty gegeben. Und wir haben alle, warte mal, da, nein, da, auf der Wand unterschrieben. Da hinten. Ja. Da müssten die Unterschriften ja noch da sein. Ach was, nein. Nein. Das ist die Wand. Voila. Das ist ja unglaublich. Guck mal da. Da ist mein Name. Wie lange brauchen Sie, um hier raus einen Luxusdampfer in Seenot zu machen? Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Ich will Ihr Restaurant mieten. Ah ja, verstehe. Und dann soll es aussehen wie ein Schiff in Seenot. Ganz genau. Ja, wir haben durchaus schon so maritime Inszenierungen gemacht. Ich fürchte, nur auf Seenot sind wir nicht spezialisiert. Wann soll das Ganze denn steigen? Heute Nachmittag? Ich zahle Ihnen jeden Preis und ich werde Sie natürlich mit den notwendigen Requisiten ausstatten. Ich weiß, es hört sich ein bisschen komisch an, aber es muss unbedingt heute sein, bitte. Wie stellen Sie sich das vor? Ich habe doch heute Abend Reservierungen. Bis dahin ist hier wieder klar Schiff, versprochen. Also dann schießen Sie mal los. Was schwebt Ihnen denn da so vor? Also ich will spärliche Beleuchtung und in der Mitte nur ein Tisch. Auf der Backbordseite, also quasi links vom Tisch, rote Beleuchtung und rechts vom Tisch, also quasi auf der Steuerbordseite, grünes Licht. Dann imitieren wir das Leuchten eines Leuchtturms. Wir hören die Geräusche von Meeresrauschen. Auf dem Tisch nur eine alte, rostige Öllampe und dann ein mehrgängiges Fischmenü.
wollen damit deine Frau beeindrucken, habe ich recht? Ja. Ja, also ich persönlich finde die Idee auch sehr wildromantisch. Aber sind Sie sicher, dass Sie damit nicht übers Ziel rausschießen? So, manchmal fühlen wir Frauen uns von so großen Gesten erschlagen. Schulz, Vorsicht! Nein. Genauso machen wir es. Ich muss meine Liebe vor dem Untergang retten. Nicht ein bisschen zu früh für Wein? Ach was. Stell dir vor, du bist in deiner alten WG. Du hast mich gerade von der Uni mit nach Hause genommen und wir haben uns gerade geraubte Küsse angesehen. Oder einen anderen Film von Truffaut? Woher weißt du, dass ich Truffaut-Filme liebe? Ich hab geraten. Weil er mit Abstand die schönsten französischen Liebesfilme gedreht hat. Ja, das stimmt. Okay. Wie wäre es jetzt weitergegangen? Also erstmal, ich habe nie Studenten mit nach Hause gebracht. Das glaube ich dir keine Sekunde. Gut, mal angenommen. Ich hätte das vielleicht wirklich getan. Dann hätte ich nach dem Film ein sehr gefühlvolles Chanson aufgelegt. Und dann hätte ich gewartet, ob er mich zum Tanzen auffordert. Das gefällt mir. Das lief ständig bei mir. Voulez-vous danser avec moi? Madame. Tanja sucht dich. Du sollst sie ganz dringend anrufen. Okay, worum geht's? Potenzieller Großabnehmer, ähnliches Kaliber wie Mosch. Na, du hast später ein Meeting mit ihr, Caro und Rebecca sind auch dabei und dann werdet ihr mal besprechen, wie wir den für uns gewinnen können. Den serviere ich dir auf dem Silbertablett. Der wird noch bis ins Jahr 2047 Geschäfte mit LCL machen. Vorhin hattest du noch eine mittlere Schaffenskrise. Ja, vorhin vielleicht. Ich kann meine Mittagspause nicht überziehen. Du weißt doch, meine Sitzung. Gerade deswegen. Was kannst du mir über den Kunden sagen? Nicht viel. Musst du Tanja fragen. Die hat alle Informationen zusammentragen lassen. Sag mal, hast du irgendwelche Stimmungsaufheller genommen, oder? Nein. Ich weiß einfach nur, dass meine Zeit kommen wird. Und zwar schon heute. Was macht dich da so sicher? Ich habe einfach drüber nachgedacht, was Karos und meine Hotdogs sind. Und ich glaube, ich habe sie gefunden. Viel Glück. Ich habe. Bist du sicher, dass du nicht noch bleiben willst? Vielleicht wartet die Presse ja immer noch auf dich. Dann muss ich eben mit denen reden und das wird mir schon einfallen. Ich kann mich ja nicht ewig hier verstecken. Wieso nicht? Die Weinvorräte reichen noch für ein paar Tage. Ich danke dir für diese wunderbaren Stunden. Leider muss ich eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit beenden und weiter eingeschlafene Ehen retten. Natürlich. Das verstehe ich. Das ist doch unglaublich, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Ja, so langsam wird's unheimlich. Das kann kein Zufall mehr sein.
Nicht wahr? Du lebst in meiner alten Wohnung. Du liebst wie ich Filme von Truffaut. Und wir tanzen nach meinem Lieblingschanson. Und im Bett verstehen wir uns blind. Wir sehen uns ganz schnell wieder, versprochen. Versprochen. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Na endlich. Na, das ist ja mal wieder eine Begrüßung. Ja, weil du schuld bist. Ich will jetzt sofort wissen, was da schiefgelaufen ist. Hä, wovon redest du? Darf ich? Von dieser Hypnose-Therapie. Wochenlang schaue ich auf irgend so ein dämliches Pendel, bis mir ganz schwindelig wird. Und wofür? Moment, du hast mir gesagt, dass du seitdem keinerlei Gefühle mehr für Dr. Mendes hegst. Das zeigt doch glasklar, dass die Methode funktioniert. Nein, es hat nicht funktioniert. Auf jeden Fall nicht dauerhaft. Hattest du einen Rückfall? Ja. Weißt du, ich habe echt gedacht, dass es geklärt wäre mit Ricky und mir. Dass wir nur Freunde sind, dass er mich jetzt ab und zu an der Nordsee besucht und gut ist. Aber jetzt merke ich, dass ich ihn wahnsinnig vermissen würde. Und dann hat Emilio noch irgend so was erzählt, dass er mir irgendwas Wichtiges sagen wollte. Emilio? Nein, Ricky. Weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass ich ihn wirklich noch liebe. Großer Gott. Ja. Und ausgerechnet jetzt, wo wir wegziehen wollen. Sag mal, weißt du, was Dr. Mendes dir sagen möchte? Nein. Aber rein theoretisch könnte es doch sein, dass er mich auch liebt. Ja, natürlich könnte das sein. Aber du musst es herausfinden. Noch bevor du abreist. Und bevor er nach Malle geht. Ja. Danke. Ja, natürlich. Entschuldigt die Verspätung. Hier sind alle Informationen über Herrn Windhag. Er besitzt mehrere Nobel-Einkaufsgalerien in Norddeutschland. Bremen, Sylt, Hamburg. Er möchte nach Skandinavien expandieren und überlegt, ob er seine Läden mit unserer Kollektion ausstattet. Das heißt, er ist noch nicht ganz überzeugt? Ja, sonst würden wir ja nicht hier zusammensitzen. Von Ihnen würde ich ganz gerne wissen, welche finanziellen Mittel wir zur Verfügung haben, um das zu ändern. Organisieren wir eine kleine private Präsentation für Herrn Windhag oder machen wir eine große Show oder belassen wir es bei einem einfachen Treffen? Wie ist die Kosten-Nutzen-Rechnung? Ich habe mal die Umsatzzahlen von Windhag überschlagen und habe festgestellt, das ist ein wirklich großer Fisch. Und ich finde, wir sollten uns richtig ins Zeug legen, um ihn für uns zu gewinnen. Völlig falsch. Ich habe mich über Herrn Windhag informiert. Er stammt aus einfachen Verhältnissen, hat sich vom Verkäufer hochgearbeitet. Man sagt, dass er alle seine Mitarbeiter beim Namen kennt. Seinen Urlaub verbringt er nicht wie andere Unternehmer beim Golfen oder Schnorcheln in der Karibik. Er macht Praktika in den unterschiedlichen Abteilungen seines Unternehmens. Mit anderen Worten, der hat sie nicht mehr alle. Er will alles über seine Firma und seine Mitarbeiter wissen. Ihn interessieren nicht nur Zahlen, sondern die Menschen dahinter. Er will den Dingen auf den Grund gehen. Er ist niemand, der sich von großen Inszenierungen blenden lässt. Er funktioniert eher so wie ich. Sprechen Sie sein Herz an. Sein Herz? Ja, Herz. Die Bedeutung kannst du ja im Wörterbuch nachschlagen. Zeigen wir ihm, was für Menschen hinter der Produktion stecken. Kein großes Brimborium, keine Täuschungen, keine Illusionen. Wir müssen ihm beweisen, dass wir verlässlich sind und dass er uns vertrauen kann. Also, mich würden Sie nur so überzeugen. Na, erst hat sie mich gründlich missverstanden und in dem Moment, in dem ich ihr endlich die Wahrheit sagen wollte, da ist sie einfach abgerauscht. Tja, dumm gelaufen, ne? Und seitdem hat sie sich nicht mehr gemeldet. Nee, hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich schon. Ja, ich habe sie zufällig danach getroffen. Du hast ja wenig gesagt, Dass du sie liebst, das ist schön dein Part. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber für einen Mallorquiner gibst du echt eine armselige Figur ab. Kannst du nicht mal ein Liebesgeständnis machen? Ey. Ja, ist doch wahr. Kaum zu glauben, dass sie schon mehrfach in der Kiste war. Na, vielleicht ist genau das Problem. Zwischen Jessie und mir sollte nie was anderes sein als eine lockere Sexaffäre. Wir sind gute Freunde, Punkt. Jessie. Hey, hab ich gar nicht bemerkt.
Schmetterlinge und Herzen, ich sag's dir. Das soll ja kein Vorschlag sein. Daran siehst du nur, wo ich mit meinen Gedanken war. Nicht bei unserer nächsten Kollektion. Ich war heute bei Ben zu Hause. Das war unbeschreiblich. Stell dir vor, er wohnt in der gleichen Wohnung, in der ich während meines Studiums gewohnt habe. Nein, das gibt's doch nicht. Ja, ist das nicht verrückt? Wir sind uns so ähnlich, das hätte ich nie gedacht. Und als wir dann getanzt haben nach meinem Lieblingschanson, da war ich gleichzeitig 22 und trotzdem ganz nah bei ihm in der Gegenwart. Und seitdem sehe ich nur noch Schmetterlinge und rosa Herzen. Na, dann genießest du, Schmetterling. Hallo. Hallo. So, 100 € die Stunde, wie vereinbart. Okay. Ich werde Ihre Wohnung sicher noch ein paar Mal gut gebrauchen können. Das wird aber teurer. Ach, da wären wir uns schon einig. Wenn man eine Frau ganz für sich haben will, dann hat das eben seinen Preis. Und setzt eine exzellente Recherche voraus. Die hätte ich fast vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe mich seit langem nicht mehr so lebendig gefühlt wie mit ihm. Ich erinnere mich, dass ich das vor geraumer Zeit auch über einen Mann gesagt habe. Und heute bin ich mit dem verheiratet. Ach, Charlie, komm. Du, hör mal, Frank und ich, wir wollen später ein bisschen im Schneiders schlemmen. Habt ihr nicht Lust mitzukommen? Kein großes Brimborium. Das ist das errechnete Budget für Herrn Windhag. Reichen Sie das bitte an Herrn Hellström weiter. Das wurde für dich abgegeben. Danke. Eine Einladung ins Schneiders. Ich soll mich sofort auf den Weg machen. Ich wusste gar nicht, dass Sascha so ein Romantiker ist. Wieso Sascha? Hast du noch einen anderen Lover? Quatsch. Aber das passt doch irgendwie gar nicht zu Sascha. Und das Schneiders ist jetzt auch nicht gerade billig. Jetzt denk nicht so viel drüber nach. Genieß es einfach. Ist doch süß. Ja. Sehr süß. They ain't looking anymore. They're running between the raindrops, stealing kisses in the sun. Entschuldigung? Ja, hallo. Könnte ich vielleicht auch so einen Ballon haben, wie die beiden da? Ja, gerne. Was kostet es denn? 5 €. Vielleicht gerade passt. Ja, wunderbar. Schönen Dank. Danke auch. Ciao. Ciao. Ich gehe mal kickern. Markus steht da ein bisschen allein rum und will verlieren. Ihr kommt hoffentlich ohne mich klar. Jessie, wie Der ist schon gut. Ja. Ich finde es gut, dass wir. Ich finde es wirklich gut, dass wir jetzt Freunde sind. Ist das so? Ja. Wieso siehst du das anders? Nee, genau so. Gut. Entschuldige, ich muss arbeiten. Sicher.
Caro? Was machst du denn hier? Ich habe auf dich gewartet. Hier? Wieso? Ich wollte dir sagen, dass du nicht ins Schneiders kommen sollst. Ich habe keine Ahnung, woher du das schon wieder weißt, aber hör endlich auf, dich bei Sascha und mir einzumischen. Die Einladung war von mir. Was? Sollte eine Überraschung werden. Völlig überzogen. Ich wollte dir zeigen, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben und hätte dir damit eigentlich nur bewiesen, dass ich dich überhaupt nicht kenne und eigentlich auch nicht verdient habe. Naja. Ist zu spät, ich hab's verbockt. Vielleicht ist ja auch ganz gut so, also. Nicht für mich, aber für dich. Ich will einfach nur, dass es dir gut geht. Und deswegen lasse ich dich jetzt auch in Ruhe. Ich wünsche dir alles Glück der Welt mit Sascha. Hallo, schöne Frau. Hallo. Frau Schneider, es ist mir eine Freude. Ja, mir erst, dass es so kurzfristig geklappt hat. Schön. Ja, ne? Frank Heimke, hallo. Ben Schöne, freut mich sehr. Setzt euch. Elisabeth. Hallo. Da kommt der Champagner. Dankeschön. Danke. Ich empfehle euch übrigens den Hummer. Xavier hat gesagt, er bereitet ihn zu, dass er eine Ode an den Gaumen ist. Das klingt vorzüglich, Charlie. Ja, Elisabeth hat erzählt, Sie arbeiten bei der Kripo. Muss ich mich jetzt vorsehen? Würde ich Ihnen raten. Meine Leute observieren Sie bereits. Bitte? Nein, das ist die Art von Scherzen, die er gerne macht. Ganz und gar nicht. Ich möchte nur sicher gehen, dass Elisabeth bei Ihnen auch in guten Händen ist. Also, keine Dummheiten. Das wäre aber schade, wo die Dummheiten doch am meisten Spaß machen. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl, Prost. Please don't stand so close to me. I'm having trouble breathing. I'm afraid of what you'll see. Right now, I give you everything. Ich weiß, es ist ein bisschen früh, aber alt. Ja, du brauchst einen Alt, definitiv. Alt. Make sure to keep my distance. Say I love you when you're not listening. And how long can we keep this Sí, gracias. Hasta luego. Das ist jetzt schon wieder das Problem? Kein Problem. So siehst du aus, ja. Nein, wirklich nicht. Jetzt weiß ich wenigstens, woran ich bin. Sie liebt mich nicht, Punkt. Und jetzt? Ich gehe zurück nach Mallorca. listening. And how long can we keep this up, up, up? Make sure to keep my distance. Say I
überall gesucht? Ja, ich musste noch schnell was erledigen. Geschäftlich. Und jetzt hast du Zeit? Mhm. Bin mal kurz weg und dann koche ich uns was Leckeres. Some people are obsessed with appearances, but true love comes from within. I don't believe in love at first glance. Most people are more than they seem. Isn't it strange how shallow some people behave? Take a look at us now. Take a look at us now. And you can see faith, love, lights, and trust. Take a look at us. Du hast jetzt Urlaub. Auf unbestimmte Zeit. Mm-hmm.